So, hallo zusammen und willkommen zum nächsten Video. Jetzt seht ihr so die letzten 3 Wochen, wie ich da in Albena gestanden bin, was ich so gemacht habe, aber nur kurz, und dann geht das Reisen bereits wieder weiter. Ja, dann lassen wir gleich los. So, was haben wir so gemacht die letzten 2-3 Wochen? Wir sind da ja immer eine Tour gemacht. Es gab eigentlich nur 2 Touren mit den Wölfen, am Strand entlang und da auf der Straße wieder zurück. Aber die können das super, die sind von klein auf gewöhnt, an der Straße zu laufen. Einmal auch mitten durch den Wald, aber das war eher schwierig. Aber für die Hunde macht das Spaß, das zählt ja. Ja, und am Strand haben wir uns natürlich viel aufgehalten. Das macht denen am meisten Spaß. Hier der wunderbare Strand, das ist in Kranevo, das ist neben Albena. Albena selber ist ja eine Touristenhochburg, kann man sagen, die momentan mehrheitlich tot rumliegt. Nichts läuft, aber da gibt es ganz viele Hotels und eine richtige Touristenstadt, kann man sagen. Aber ihr seht, die 2 haben da Spaß. Wir sind da mehrmals hin und eines Tages habe ich dann auch den Fluss überquert mit dem Rad. Da drunten ist der Sand weich, da sacke ich ein mit dem Rad. Ich muss da, glaube ich, einen Riesensprung machen über 2 Meter. Mal gucken, ob ich das noch schaffe. Nee, ich bleib lieber da drüben. Ayla gräbt mal einen Durchbruch da zum Schwarzen Meer. So geil, das sind mal Ferienhäuser. Richtig schön klein, ich weiß auch nicht, aber ich wäre da lieber hier drin wie in einem Hotel, muss ich ehrlich sagen. Klein, aber fein. Und hier ist das Meer. Schöne weiße Sand, hä? Hier geht es so langsam richtig los, sind alle am Bauen. Aber noch sind keine Touristen da, oder fast keine. Hier hat sich einfach so niedergelassen, offenbar. Das Auto ist so voll, dass er im Zelt drin schläft. Ach, einfach schön. Jetzt bin ich wieder am Meer. Ich bin eigentlich auf dem Rückweg. Bin da ins nächste Dorf gefahren mit dem Rad über den Strand. Ich musste jetzt den Reifendruck runter machen. Ihr seht hier, muss ich Sand fahren. Das geht jetzt viel besser. Ich habe fast einen Platten. Aber ich muss da über einen Fluss durch den Sand und vorher ging das ganz schlecht. So, ich versuche jetzt zu filmen und zu fahren im Sand. Ich merke mit dem Reifendruck, wenn der unten ist, geht es 1000-mal besser. Also versuche ich es mal. Gar nicht so einfach, weil ich habe nur eine Hand. Ja, und das ist dieser herrliche Fluss, also Flussenbach, den muss ich jetzt überqueren. Aber nicht hier, da vorne. Aber das kann ich euch nicht zeigen, sonst haut's mich auf die Schnauze. Hier seht ihr die Spuren mit vollem Reifendruck. Das ging fast nicht. So, jetzt muss ich hier rüber. So, von dahinter bin ich gekommen, bis zur Spitze war ich. Jetzt geht es wieder zurück, da in dieses Tourismusort, und jetzt fahre ich da mit euch durch den Sand. So, bin schon mitten in der Fahrt.
Also Sandfahren geht nur, wenn man fast Platten macht, mit breiten Reifen. Und ich habe ja noch einen Handgashebel hier. Ja, hier sind alle Hotels, ganze Tourismus. Also geht super, hä? So, das war's, hä? Ja, das heißt mit anderen Worten, ich bin wieder unterwegs. Bin ich im Balčik. Hier unten an der Küste werde ich jetzt übernachten und morgen fahre ich dann in den Süden. So, jetzt ist es genau vorgekommen, ich fahre da extrem steil runter zur Küste, da gab es mal einen Rutsch und jetzt ist der Tank fast leer, der große, und dann hat er abgestellt. Jetzt konnte ich auf den kleinen umstellen, jetzt läuft er wieder. Es geht verdammt steil runter da. So. Das war wohl das Schlimmste. Extrem. Das zeige ich euch schnell. Oh, da geht es dann wieder hoch. Aber erst morgen. Ah. So, das ist mein Platz. Da kommt praktisch keiner runter. Da braucht man einen Jeep. Und das ist meine Aussicht. Geil. Eigentlich stand ich nur so einen Kilometer weiter da hinten. Ganz da hinten ist Albena, da stand ich 2 Wochen und jetzt stehe ich hier, aber nur eine Nacht und morgen geht es weiter. Bin jetzt im Balčik reingefahren mit dem Rad und jetzt machen wir einen Balčik-Schnelldurchgang an der Promenade. Ab geht's! So, das war Balčik im Schnelldurchgang. Ja, jetzt geht's wieder weiter. Ich fahre jetzt da den Berg wieder hoch, habe wieder mal die Drohne ausgepackt und das Mikrofon war aber da noch nicht eingeschaltet. Musste ich noch dann machen an der Software, aber jetzt halt nicht. Und jetzt kommt dann das ganz steile Stück und das geht jetzt dann gleich los. Ja, und zwar hier. Das sind satte 22 Grad, das sind etwas über 40% hoch. Ich habe da die Untersetzung reingetan und ja, bin da hochgefahren, ging eigentlich problemlos. Und jetzt seht ihr mal, wie die Kiste da wackelt, wie die eigentlich flexibel ist gegenüber der Kabine. Also das bewegt sich alles schön. Ja, das war das steilste Stück, das ich bis jetzt gefahren bin mit dem Vario. Und jetzt geht's weiter. Nächste Station ist nach Varna, einem großen Fluss, wo ich dann übernachtet habe. So, ich bin weitergefahren. Von Varna Richtung Burgas und beim ersten Fluss bin ich da an den Acker. 1 Kilometer weg von der Straße, jetzt stehe ich hier ganz alleine. Auf dem Dach.
Herrlich. Direkt bei einem Wasserschneide oder was das ist. Wie jeden Morgen Fahrradtour mit den Wölfen durch die wunderschöne Natur. An einem Flusslauf eigentlich. Die 9-jährige Husky-Mutter, immer noch topfit. So, ich bin jetzt ganz nach hinten gefahren durch ein Stück Wald und hier ist ein Fluss. Aber der stinkt, das ist das Abwasser, da muss irgendwo von der Stadt kommen, weil es stinkt, das wird überhaupt nicht geklärt. Oh. Also da mache ich mal um meinen Camper keine Sorgen, weil da alles biologisch ist. Ja, und damit ihr wisst, wie das läuft, wenn ihr auf dem Campingplatz seid, ihr gütet eures Zeug in ein Loch hinein und dann habt ihr das Gefühl, es verschwindet von der Erde. Nein, tut es nicht. Wenn ihr also hier in Bulgarien seid, dann landet es genau hier zu den anderen Abwasser und ja, besser ist es nicht. Deswegen alles auf organisch umstellen, biologisch, dann tut ihr der Natur einen Gefallen. Ich benutze, Moment, so damit ihr mich noch seht, ich benutze überhaupt keine, weder Duschgels noch sonst irgendwelches Zeug, das man uns immer gesagt hat, sei gut für deinen Körper. Ich nehme Kernseife zum Abwaschen und zum Geschirrwaschen habe ich dasselbe Mittel, auch ein biologisches, total verträglich für die Umwelt. Es ist rein aus Natur gemacht. Also ich benutze eigentlich gar nichts mehr, was chemisch ist, weil das ist eigentlich das Schädliche. Und das klärt auch keine Kläranlage der Welt, weil die können nur Organisches zersetzen. So das als kleiner Lehreinblick in mein Leben, wie ich damit umgehe. Und so sieht es im Wald aus. Gestern bin ich da auch mit durch den Wald gefahren, durch dieses hohe Gestrüpp im Schubbetrieb. Hier hat es jetzt immer noch einen Pfad, aber hier wird kein Mensch zu treffen sein. Schon lange keine mehr durchgefahren. Hohes Gras. Und einfach noch viel Natur hat es hier. Das soll auch so bleiben. Viel weniger Menschen pro Quadratmeter vermutlich. Ja, und hier mitten im Wald eine Lichtung, wo mal alles abgeholzt wurde. Frag mich warum, war das mal ein Landeplatz. Wir haben da wieder was angepflanzt, aber was das ist, weiß ich nicht. Büsche. So, jetzt bin ich sicher etwa 5 Kilometer durch Felder und Wälder gefahren und jetzt bin ich auf einer Teerstraße gelandet. Und mal schauen, wo die uns hinführt. Irgendwie müssen wir dann wieder zurück, aber ich hoffe auf einem anderen Weg. Ja, so langsam bin ich wieder in der Zivilisation. Häuser. Aber hier hinten verirrt sich vermutlich kein Tourist. Ich bin ja auch kein Tourist. Und hier treffen wir wieder auf unsere Stinkkolase. Es stinkt richtig. Da vorne ist ein Dorf, das kommt vermutlich alles nur von einem kleinen Dorf. Furchtbar. So, wir sind jetzt auf dem Rückweg. Ich hoffe es jedenfalls. Ich muss dann irgendwie wieder zurückfinden. Ich hoffe, es gibt da irgendwie eine Piste, weil auf der Karte ist einfach nichts eingezeichnet. Sogar die geteerte Straßenalte war nicht drauf. Es sind nur die großen Straßen. Aber ja, mal schauen. Irgendwie geht es immer zurück. Geil, ich habe es geschafft. Jetzt bin ich wieder bei der ersten Kloake, beim ersten Bach da über diesen Damm. Einfach so nach der Nase nach. So, jetzt geht es wieder zurück.
So, da hinten steht mein Wohnmobil. Ayla ist zurückgeblieben. Die muss alleine nach Hause kommen. Die hat sich irgendwie mit der Zeit vertan. Die ist da ins Gebüsch rein und dann wollte sie einfach nicht kommen. Dann warte ich 5 Minuten, wenn sie nicht kommt, sage ich, leck mich, dann muss halt alleine nach Hause. So, dann wird sie entweder schon da sein oder sie kommt noch. Da kommt sie ja, die Ayla, die war im Wasser. Ach, die Ayla. Und zwar kam sie nicht von da hinten, wie ich vermutet habe, über dem Damm, sondern mitten durch, von hier. Ja, ja. Aber die zwei finden immer zurück. Wobei Angie ja bei mir war. Ja, die war richtig schön im Nassen. Jetzt wird gegessen. Das war eine super Nacht. Aber wir fahren jetzt wieder weiter. Ich bin ja da am Fluss entlang gefahren. Alles nach hinten, über 1 Kilometer auf dieser Piste. War richtig schön. Vor allem, ich war immer alleine, da kam nie mal jemand vorbei, überhaupt nicht. Also war wirklich eine herrliche Nacht. So, jetzt zeige ich euch mal, wie das mit dem Kabel läuft. Da ist ein Kabel in der Luft und das ist zu tief. Also fahre ich da ein bisschen rüber. Und jetzt sehe ich das da knapp. Da, seht ihr es? Es passt also. Beiden Bildschirmen. Deswegen habe ich Kameras. Es hat sich auch nicht bewegt. Genau wegen dem. Dann muss ich nicht da raussteigen und gucken. So. Also ich fahre jetzt und fliege gleichzeitig. Das geht natürlich nicht auf der Straße. Ja, Dronius ist wieder mal in Aktion, wie ihr seht. Und damit das Ganze nicht so langweilig wird, habe ich die Geschwindigkeit verachtfacht. Dann könnt ihr mehr sehen in der kürzeren Zeit, in der 8-fachen Zeit, wie ich da nach hinten gefahren bin. War wirklich toll. Aber jetzt geht es wieder auf die Hauptstraße und wieder Richtung Burgas. Ich bin jetzt ja wieder unterwegs Richtung Burgas. Eigentlich fahre ich wieder zurück. So, ich habe kurz angehalten, guck mal wie schräg das ich bin. Und zwar wegen diesem geilen Ausblick. Wahnsinn. Wow. So, das war übrigens Nessebar. Unterdessen bin ich da angekommen, bin schon eine Woche da. Und in Kornobad, einem kleinen Dorf, Hälfte Zigeuner, Hälfte Bulgaren. Und ja, mein nächstes Video ist dann wieder was vom Vario, technisch, was ich gemacht habe. Habe mir 2 Sehnenscheidenentzündungen geholt im Unterarm vom Ellenbogen her. Gestern die an der rechten Hand, das ist extrem, ich kann gar nicht mehr arbeiten. Und links habe ich es schon seit 2 Monaten, weil ich nicht geruht habe, hat das nie aufgehört, aber es schmerzt nicht so fest wie rechts. Ja, nu, jetzt muss ich halt mich schonen endlich. Okay, das war's wieder von mir und schön wart ihr dabei und bis zum nächsten Mal. Tschüss.